Hallöchen, hier bin ich wieder. Heute wollen wir hoffentlich ein besseres Verständnis von Land und Leuten gewinnen. Und wie immer hilft hier ein Blick in die Vergangenheit. Zuvor jedoch noch 2 Attraktionen, die zu den Highlights in Nairobi zählen. Und Abfahrt! Hier sehen wir ein sogenanntes Boda Boda, das Fortbewegungsmittel meiner Wahl. Es ist günstiger als ein Taxi und das schnellste Verkehrsmittel auf Nairobis Straßen. Was allerdings daran liegt, dass man sich am Verkehr vorbeischlängelt und einfach mal sämtliche Verkehrsregeln und Ampeln missachtet. Dies macht es, wenig überraschend, auch zum unsichersten Verkehrsmittel. Einen Unfall möchte ich damit nicht erleben. Wie so oft auf einer Reise ist es auch hier eine Frage der persönlichen Risikobereitschaft. Und mir gelingt es gut, diese Risiken zu verdrängen, wenn ich mich an einem heißen Tag auf dem Motorrad dem angenehm kühlenden Fahrtwind preisgebe. Aber ich schweife ab. Wir sind auf dem Weg ins Waisenhaus für Elefanten, dem Sheldrick Wildlife Trust Orphanage. Unbestritten die bekannteste Aufgabe dieser Einrichtung ist das Retten und Aufziehen von verwaisten Elefanten. Verletzung, Krankheit, aber auch Dürre zählen zu den häufigsten Ursachen, die eine Rettung notwendig machen. Hier werden sie versorgt mit dem Ziel, dass die Elefanten später in die Wildnis zurückkehren. Und täglich zwischen 11 und 12 Uhr werden diese gefüttert. Dem kann man beiwohnen, sofern man einen der auf Wochen im Voraus gebuchten Plätze ergattern konnte. Es gibt hier mehr zu zeigen und zu erzählen, als ich unterbringen kann. Die heutigen Fahrten nutze ich, um wenigstens ein paar Sachen mit euch zu teilen. Wie zum Beispiel, dass Kenias Küste zunächst deutsche Kolonie war, aber diese später gegen Helgoland mit den Briten getauscht wurde. Mehr auf der Fahrt von den Elefanten zu den Giraffen. Da fällt mir ein, dass ich noch gar nicht erwähnt habe, dass ich Giraffen nicht mag. Diese ungelenkten Tiere mit ihren langen Stelzen sind mir einfach suspekt. Und was jetzt hier so langsam in unserem Blickfeld auftaucht, das ist Kibera. Nairobis wohl bekanntester Slum, doch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber springen wir direkt ins Geschehen im Waisenhaus, denn die Elefanten sind durstig und eilen zu ihrer Futterstelle. Zunächst die jüngsten, erst einige Monate alten Elefanten. Diese sind nicht die ganze Zeit vor Ort, aber sie kennen ihre Fütterungszeiten und warten schon ungeduldig. Die paar Liter Milch sind direkt weg und es folgt Wasser, das getrunken wird. Wobei jeder da so seine eigenen Methoden entwickelt hat. Putzig. Die Wärter hier haben jedenfalls alle Hände voll zu tun. Und auch die älteren Elefanten sind ungeduldig auf das weiße Gold. Aber was genau wird da getrunken? Es ist ein auf Milch basierter Muttermilchersatz. Die hierfür benötigte Milch muss aus dem Vereinten Königreich, den Niederlanden und Israel importiert werden. Dabei wird die genaue Zusammensetzung je nach dem Alter des Elefanten geändert. Es hat Jahre gedauert, die richtige Mischung zu finden. Der Bedarf ist natürlich riesig und hängt vor allem von der Anzahl der Tiere ab. Hier werden mehr als 1 Tonne Milch pro Tag gebraucht. Nach dem Trinken kühlt man sich auch noch gerne etwas ab. Wie gut, dass es hier ein Wasserloch gibt. Übrigens, das Waisenhaus ist Teil des Nairobi National Parks, kann aber unabhängig davon besucht werden, sodass man nur den Eintritt ins Waisenhaus, nicht aber den Eintritt in den Park zahlen muss. Das Spektakel zieht nicht nur menschliche Zuschauer an. Hier traut sich ein neugieriges Kerlchen sehr nah heran. Wenn ich so klein wäre, dann würde ich mich das ja nicht trauen. Und das ist dann doch zu nah und die Flucht in eine sichere Entfernung wird ergriffen. Jetzt wird auch etwas gegessen und dabei kommen die Elefanten näher, denn die Zweige sind nah an der Absperrung platziert. So kommt eigentlich jeder an den Genuss, einen Elefanten hautnah zu erleben. Und manche Elefanten genießen das geradezu. Danach zieht es die meisten Elefanten wieder ins Wasser zum Abkühlen und Rumplanschen. Das erinnert uns auch wieder an ihr doch recht junges Alter. Und dann bilden sich auch gleich die ersten Elefantenhaufen, denn es wird eingeladen zum Gruppenkuscheln und Rumtollen, bis es schließlich einem Elefanten doch etwas zu bunt wird und er sich lautstark beschwert. Keine Sorge, es ist alles okay. Die 1 Stunde vergeht hier wie im Flug und so langsam löst sich die Zuschauerschaft auf. Falls ihr mal in Nairobi seid und euch nur eine einzige Sache ansehen könnt,
dann sollte es zumindest meiner Meinung nach das hier sein. Dieser Elefant beschwert sich über einen Gast in seinem Wasserloch. Ganz offensichtlich passt ihm der Besuch nicht und er ist nicht bereit zu teilen. Die Warzenschweine sind hier sehr weit verbreitet und werden eigentlich von allen nur Pumbas genannt, was so viel wie dumm, naiv, sorglos auf Swahili bedeutet und wohlgemerkt das Verhalten der Tiere gut beschreibt. Sehr gut. Und nachdem dieser gefährliche Eindringling vertrieben wurde, trauen sich auch die anderen Elefanten wieder zurück. Und jetzt wird hier natürlich gezeigt, wem das Wasserloch gehört. In der Zwischenzeit verdrückt sich unser Pumba, das Warzenschwein, einfach wieder zum Rest seiner Familie. Wie erwähnt, befinden wir uns innerhalb des Nationalparks und somit sind solche Besucher keine Seltenheit. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie man so schön sagt. Aber auch für uns heißt es nun, so langsam weiterzuziehen, denn wir haben ja auch noch einiges vor heute. Die Elefanten waren schon richtig gut. Ich sehe da keine Chance, dass die Giraffen das noch toppen können. Oh Mann, ich liebe Elefanten. Ich bin euch auch noch eine Erklärung schuldig zu den Spitznamen Afrikas. Also, in Afrika gibt es zahlreiche Funde des modernen Menschen und seiner Vorgänger. Hier soll der Entwicklungsschritt zum Homo sapiens stattgefunden haben. Daher auch die Bezeichnung die Wiege der Menschheit. Ironischerweise wurde Afrika dann von den anderen Kontinenten überflügelt. Und vor ungefähr 200 Jahren, als es dann an die Entdeckung und Kartierung der Welt ging, da war über Afrika und insbesondere das Landesinnere nur wenig bekannt. Wie dunkle Flecken auf einer Karte. Und so kam Afrika zu seinem Beinamen der dunkle Kontinent. Zur jüngeren Geschichte. Kenia war einst eine britische Kolonie. Dem aufmerksamen Zuschauer ist bereits der Linksverkehr aufgefallen. Aber jetzt wird es so richtig spannend. Denn obwohl zahlreiche Stämme im Landesinneren lebten, so hatten dort die Kolonialherren wenig Einfluss, zumal es keine Städte gab. Diese gab es nämlich nur an der Küste. Und von dort, beziehungsweise um genau zu sein, von Mombasa aus, wollten die Briten eine Eisenbahnverbindung bauen. Und zwar ins Innere des Kontinents, zu ihrer Kolonie Uganda. An einer günstig gelegenen Stelle beschloss man, eine Haltestelle mit Eisenbahnlager und Versorgungsdepot zu bauen. Das war 1896, also vor 127 Jahren. Und so entstand Nairobi. 127 Jahre später leben hier ca. 4,5 Millionen Menschen auf einer Fläche, die nur etwas kleiner ist als Hamburg. Willkommen im Giraffe Center. Wir haben hier einen Steg und können so den hier lebenden Giraffen auf Augenhöhe begegnen. Man bekommt ein Schälchen mit Futter, um die langhalsigen Tiere, die hier selbstverständlich im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, zu füttern. Sie fressen einem aus der Hand, man muss nur aufpassen, dass man sich keine Kopfnuss einfängt. Das Zentrum ist nicht sonderlich groß. Zu seinen Aufgaben zählt das Aufziehen der bedrohten Rotschildgiraffe, die mit den weißen Socken. Aber auch das Aufklären von Touristen und Schulklassen gehört zu den Aufgaben. Jetzt wird die Giraffe gefüttert, obwohl ich kein großer Giraffenfan bin. Wie ihr seht, ich bin begeistert. Aber mal im Ernst, so nah werde ich eine Giraffe wohl nie wieder zu sehen bekommen und es ist definitiv ein Erlebnis, vor allem aber auch eine mega tolle Fotogelegenheit. Und irgendwie sind die Viecher ja ganz okay. Komm, noch ein letztes Leckerli verteilen und dann ist mein Schälchen auch schon leer. Ja, Elefanten, buh, Giraffen? Naja, vielleicht nicht. Ich meine, das war ganz cool, aber kostet das Gleiche, deutlich kürzer und nicht so spektakulär. Also ich fand die Elefanten cooler, aber war ja vorher auch schon klar. Statt der Rückfahrt zeige ich euch lieber ein paar Aufnahmen aus der wuseligen Stadt. Aber lasst mich zuvor noch etwas über das Bargeld sagen. Ich habe hier bei den Banknoten sogar ein Komplettset, beginnt mit dem 50er bis zum 1000er. Spannend dabei finde ich, dass das Motiv auf der Vorderseite jeweils auf jedem Schein gleich ist. Hier, recht prominent vertreten, sehen wir das Kenyatta International Convention Center. Früher hieß es mal Congress Center. Die Motive auf der Rückseite sind dann natürlich wieder unterschiedlich. Interessant ist auch, dass hier, ich habe mal so eine bisschen abgegriffenere Note mit dabei,
Das wird mittlerweile gar nicht so gern genommen. Ich glaube, das verliert nämlich ab einem bestimmten Punkt auch seine Gültigkeit. Bei den Münzen wiederum habe ich 2 Varianten der 10-Schilling-Münze und einmal eine 20er. Hier ist es so, das ist natürlich kein Komplettset und wird auch weniger genutzt. Insgesamt ist es auch so, dass mittlerweile viele oder die meisten öffentlichen Einrichtungen Bargeld zum Beispiel gar nicht mehr akzeptieren. Da gilt es dann nur noch mit der Karte zu bezahlen oder mit M-Pesa. Aber das ist nochmal eine eigene Geschichte. Hier vielleicht nochmal zum Größenvergleich ein 5er und ein 10er. Warum macht man das, dass man kein Bargeld mehr akzeptiert? Man will einfach eine gewisse Nachvollziehbarkeit im Geldfluss haben und das Ziel dabei ist sozusagen die Korruptionsbekämpfung. Wie ihr seht, habe ich doch noch einen Weg gefunden, in der Stadt zu filmen. Ich halte die Kamera versteckt in meiner rechten Hand zusammen mit einer Hamburg-Tasche. Die Perspektive ist vielleicht ungewohnt und manchmal störe ich das Bild, aber dafür gibt es auch sehr interessante Bilder direkt aus der Stadt zu sehen. Mir hat sogar jemand erzählt, dass es im gesamten Zentrum verboten ist zu filmen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe es hier wirklich mehrfach erlebt, dass sobald man Fotos und Videos machen möchte, sehr schnell jemand in Uniform da ist und es unterbindet. Meinen Beobachtungen zufolge macht es auch keinen Unterschied, ob man Einheimischer oder Tourist ist. Hier kriegt jeder Ärger. Wahrscheinlich hat der Tourist sogar noch einen Bonus, denn er weiß es ja nicht unbedingt besser. Jetzt zeige ich euch mal, wie man eine größere Straße in Kenia überquert. Man wartet einfach, bis etwas weniger los ist und dann geht man einfach los, ohne ruckartige Geschwindigkeitsänderung und die Autos und Bodas weichen dann hoffentlich entsprechend aus. Das Ganze ist natürlich noch einfacher, wenn es sich mal wieder staut und das tut es sehr häufig und gerne. Aber ich wollte hier auch noch etwas zu den Stämmen, also den Tribes in Kenia erzählen. Es gibt über 40 und sie unterscheiden sich zum Teil erheblich, was ihre Anzahl, Tradition und mehr angeht. Als die Briten die Eisenbahn bauten, da brachten sie auch sehr viele Arbeiter aus Britisch-Indien mit. Dementsprechend ist auch eine große Anzahl an Asiaten in Kenia und diese wurden sogar von der Regierung als eigenständiger Stamm anerkannt. Durch die vielen Stämme gibt es hier auch sehr viele Sprachen. So spricht jeder hier neben Englisch und Swahili noch seine Stammessprache und meist 2, 3 weitere lokale Sprachen. Mit diesem Bild voller Kontraste lasse ich euch heute zurück. Im Hintergrund die modernen Gebäude, während vorne der Hirte eine Herde durch die Stadt führt. Und in der Mitte der Stau auf der Straße, während zugleich die Mautstraße darüber höchstwahrscheinlich unbefahren ist.